Servus Leute, ich bin heute beim Home of Hockey in Füssen und wir reden über ein sehr interessantes und wichtiges Thema, was das Schlittschuhlaufen betrifft, und nämlich das Profiling. Und bevor wir starten, über wofür das Profiling wichtig sein könnte, denke ich müsste einige von euch erklären, was ist Profiling überhaupt? Legen wir damit los. Let's go. So, ich kenne aus der Vergangenheit, oft habe ich Freunde von mir gefragt, die Eishockey spielen, welches Profil nutzt du? Und oft ist es so gekommen, dass die mir sagen, ja, 5/8 oder 15 Millimeter. Das ist aber nicht das Profil. Das ist der Schliff, den Hohlraum hier zwischendrin, zwischen meiner Innenkante und meiner Außenkante. Sieht man hier, das sind die verschiedenen Radius von einem Schliff, 5/8, zum Beispiel 16 mm. Darüber reden wir heute nicht. Ist natürlich ein unheimlich wichtiges Thema, habe schon ein Video dazu gedreht, aber heute reden wir über das Profil. Und das Profil ist die Rundung von hier hinten an der Ferse, den ganzen Weg entlang der Kufe bis vorne an der Spitze. Man würde vielleicht denken, dass die Kufe, wenn man sich das anschaut, ist es eigentlich ziemlich flach. Aber es ist nicht komplett flach, und wenn es komplett flach wäre, würde man sich unheimlich schwer tun beim Schlittschuhlaufen. Jede Kufe, der vom Laden kommt, direkt out of the box, hat tatsächlich schon ein Profil drauf. Es ist meistens ein 9 oder 10 Fuß Profil. Um das einfach mal zu erklären, 10 Fuß wäre halt der Radius von dem Kreis, was zum Profil da gehört. Also 10 Fuß ist ungefähr 3 Meter. Das wäre der Radius. Das ist ein Riesenkreis. Also hier unten ist es ganz, ganz sanft und ganz, ganz langsam profiliert. Aber dennoch ist trotzdem ein Profil drauf. So, wenn meine Schlittschuhe schon mal out of the box mit einem Profil kommen, dann warum reden wir darüber? Warum reden wir überhaupt über Profiling? Und hier an dieser Stelle großes Shoutout an Christian und sein Team vom ASC Hockey in Ratingen, die für mich die Vorreiter vom Profiling in Deutschland sind, die mir mit dieser Erklärung auch gut geholfen haben. So, meine Kufe hat schon ein Profil, aber wenn ich beschleunigen möchte auf dem Eis, ihr wisst ja selber, jeder, der mal Schlittschuh gelaufen ist, um zu beschleunigen, geht man ein bisschen mehr auf die Zehenspitzen. Wenn ich gleiten möchte, dann bin ich eher auf die mittlere Kufe. Und wenn ich zum Beispiel einen Kanadierbogen fahre, habt ihr mal schon gehört, wenn ihr diese C-Cuts durch den Bogen fahrt mit der Ferse, ja, wenn ich sowas machen möchte, dann möchte ich sehr stabil sein. Also vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich stabil sein möchte, mehr Kufe auf dem Eis zu haben. Das verleiht mir Stabilität. Wenn ich beschleunigen möchte, dann ist es vielleicht sinnvoller, nur ein bisschen Kufe auf dem Eis zu haben oder beweglich zu sein. Ich weiß früher, als ich mich wirklich mit dem Thema Profiling nicht wirklich gut ausgekannt habe, aber trotzdem Richtung Ende der Saison, wenn die Kufe schon vom Betreuer, der oftmals so geschliffen hat, schon sehr abgeschliffen war und voll rund hier war und voll rund da war, da habe ich mich unheimlich beweglich gefühlt, weil mit der Zeit habe ich weniger und weniger Auflagefläche gehabt. Da ist man sehr beweglich, aber ich hatte gar keinen Speed mehr gehabt, weil die Kufe so rund war, dass ich einfach zu wenig Auflagefläche hatte. Also jeder Bereich der Kufe ist für eine andere Aufgabe zuständig. Und da macht es schon Sinn, dass jeder Bereich der Kufe ein leicht anderes Profil hat. Was wichtig zu bedenken ist, obwohl meine Kufe zum Beispiel 272 mm hat, bei einem 10 Fuß Profil sind eigentlich nur 49 mm jede Zeit auf dem Eis. Vielleicht, wenn ich stabiler sein möchte, zum Beispiel mehr auf die Fersen, wäre es sinnvoller, ein paar Zentimeter oder Millimeter mehr auf dem Eis zu haben. Und wenn ich beschleunigen möchte, dann ein bisschen weniger Kufen auf dem Eis zu haben. Und so ist das Idee vom Profiling entstanden. So,
Vielleicht klingt es momentan super kompliziert für euch und ihr denkt, vielleicht ist es etwas nur für Profis. Das ist, was ich auch früher gedacht habe. Aber das stimmt allerdings auch nicht. Stellt mal vor, ihr seid ja Anfänger und ihr habt nur, wie gesagt, beim normalen Profil 10 Fuß, ungefähr 49 mm Kufe auf dem Eis. Ihr fühlt euch total unbeweglich, tut euch damit schwer. Wie wäre es, wenn wir einfach, ohne in einen komplizierten Dreifach- oder Vierfach-Profil zu gehen, einfach euch einen 13, 15 oder 17 Fuß Profil geben würde, damit ihr einfach mehr Kufe insgesamt auf dem Eis haben würde. Ihr würdet euch dabei einfach stabiler finden. Das ist vielleicht nicht etwas für einen Profi, aber für einen Anfänger, der sich schwer tut mit dem Gleichgewicht, ist es vielleicht eine richtig tolle Sache. So, welches Profil soll ich nehmen? Es gibt viele verschiedene Profile. Die gängigsten sind den Superior, den Ellipse, was relativ neu ist, gab es vor ein paar Jahren nicht, und den Quad, aber es gibt zum Beispiel einfach die Möglichkeit, wie ich vorhin erwähnt habe, einfach eine ganz normale, einfache Profil ein bisschen länger zu machen, von den gängigen 10 Fuß out of the box auf zum Beispiel 15 Fuß, um einfach zu schauen, ob man ein bisschen mehr Gleichgewicht dabei bekommen wird. Aber letztendlich zum Beispiel einen Superior ist man ein bisschen mehr auf die Zehenspitzen, die Neigung ist mehr nach vorne. Ellipse ist etwas schwieriger zu erklären, da redet man nicht mehr von dem Radius eines Kreises, sondern unterschiedliche Ovale und es gibt einen fließenden Übergang zwischen alle Profile und der Quad ist eine gleichmäßigere Profil wie den Superior, aber hat 4 unterschiedliche Profile in der Kufe eingebaut. Wie gesagt, wir sollen es nicht so kompliziert machen. Das ist etwas, die ihr einfach für euch selber ausprobieren solltet, die ich auch später machen werde. Das wird eine coole Sache sein. So, ich bin jetzt beim Sweep Hockey mit Maxi in den Schleifraum. Hier ist die Profiling-Maschine. Maxi, wie läuft so ein Vorgang überhaupt ab? Also, als allererstes brauchen wir Kufen, die haben wir. Dann müssen wir einmal die Maschine auf flach abziehen, das sieht man hier ganz schön. Genau. Dann schleift man einmal die Kufen flach. Dann muss sich der Marcel eine Schablone aussuchen, was er für ein Profil will. Dann müssen wir natürlich danach markieren, wie die Kufe ist. Das ist jetzt eine 272er. Hier sieht man das ganz schön mit den Strichen. Möglichst mittig anhalten, dann sieht man, bei den neuen Kufen hat man hier sogar so einen Richtwert, wo man hin muss. Genau, da macht man die Schablone hier rein und dann geht es eigentlich auch schon los mit Profilieren. Jede Schablone ist für ein bestimmtes Profil, oder? Genau, jede Schablone ist für ein bestimmtes Profil. Es gibt auch verschieden große Schablonen natürlich, weil es gibt ja auch verschieden große Kufen. So, dann 1, 2, 3 haben wir gesagt, brauchen wir und dann lassen wir es doch erstmal 15 Mal fahren und schauen wir mal, was passiert. Sobald sich das Grinding Wheel wieder dreht, wissen wir, das Profile ist in der Kufe drin, ist fertig geschliffen. Genau. Und wissen, dass fertig ist. Aber es wird nicht alles gleichzeitig immer fertig, deshalb muss man da mal ein bisschen drauf achten. Okay, also sobald diese Rad anfängt wieder zu drehen, wissen wir, Profiling ist eigentlich fertig. Weil die Schablone dann Kontakt hat. Also jetzt sieht man ganz schön, jetzt grindet hier das Reel, sozusagen läuft durch, dann passiert nichts. Und jetzt macht es nochmal was. Das heißt, hinten ist das Profile schon fertig und vorne macht es den letzten Schritt. Genau. Und dann sind wir danach auch schon durch. Wichtig ist nur, ein Profile ist kein Schliff. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst nach dem Profiling trotzdem immer wieder schleifen. Und wie oft sollte man während die Saison, sage ich mal, ein Kind oder ein Spieler, der sich jede Woche die Schlittschuhe schleifen lässt, Profil muss irgendwann mal auch erneuert werden, oder? Genau, also wir sagen im Jahr 2-mal, weil du ein Profil natürlich rausschleifst mit der Zeit. Kids, die viel schleifen, vielleicht auch 3-mal, kommt drauf, wie viel man schleift. Aber wenn jetzt da jemand ist, der nicht viel schleift, reicht einmal. Also wenn man ein neues Paar Schlittschuhe auch bekommt und den Bauer FitLab Scanner benutzt, spuckt es auch tatsächlich auch ein empfohlenes Profil. Das ist natürlich vielleicht nicht das Profil, wofür du dich am Ende entscheiden wirst, aber man bekommt auch schon beim Scannen eine Idee, welches Profil du vielleicht mal nehmen könntest. Wir probieren das jetzt mal hier aus und schauen, was der Scanner mich empfehlen wird. Okay, dann Marcel,
Einmal draufstellen, Blickrichtung nach vorne zum Scanner. Ganz ruhig stehen bleiben, einatmen, ausatmen. Einmal gescannt, das seht ihr in einem anderen Video, wie der Bauer FitLab aufgezeichnet ist. Nur, was wir jetzt hier sehen, ist ein Blade Fitting, das ist neu. Der Bauer FitLab würde jetzt sagen Superior für Marcel. Marcel, kannst du am besten mal selber sagen, was du nehmen würdest? Ich spiele tatsächlich, wir haben heute mit dem Quad Zero profilen lassen. Ich habe zuletzt mit einer Lips gespielt, merkt keinen großen Unterschied zum Quad Zero. Ich habe ein Superior auch zum Testen bekommen, also bin ich gespannt, wie die Empfehlung zu mir passt. Ja, was man noch ganz gut sieht, hier für alle, einfach mal, dass man es gesehen hat, wie sich die Kufe hier verändert bei dir, Marcel, wenn wir das ein oder andere drauf profilieren. Also sehr viel Beschleunigen beim Superior, ein bisschen schwieriger beim Transitions oder beim Top-Geschwindigkeit und auch sehr stabil. Gehen wir auf eine Lips, weil das ist, was ich zuletzt hatte. Schauen wir mal, ich wusste es selber nicht. Also sehr gut in Richtungswechseln, Transition, Drehungen, Speed, okay. Überhaupt kein Gleichgewicht. Vielleicht deswegen falle ich immer so hin. Und Beschleunigung auch ganz in Ordnung. So, und das letzte Thema, bevor wir auf dem Eis gehen, ist es nur für Feldspieler? Das habe ich früher eigentlich auch gedacht. Und ihr wisst selber, ich bin leidenschaftlicher Hobby-Torwart, war aber früher Profi-Feldspieler. Und als ich auf Torwart-Schlittschuh umgestiegen bin, habe ich mich so unbeweglich gefühlt, weil ein Standard-Torwartprofil hat ungefähr statt ein Standard 10 Fuß out of the box 30 Fuß. Was bedeutet, im Vergleich zu 49 mm Auflagefläche hat man ungefähr 9 cm, also 90 mm Auflagefläche, also fast das Doppelte. Ich habe mich so unbeweglich gefühlt. Und dann habe ich die Jungs beim ASE gefragt, können die was machen? Haben die gesagt, ja klar. Ich hatte keinen Plan davon und immer noch relativ wenig Ahnung von meinem Torwartprofil. Die haben mir ein Goalie Sam Profil draufgetan und der Unterschied war wie Tag und Nacht. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich könnte die ganze Torwartabläufe immer noch super machen, aber ich habe mich so viel beweglicher gefühlt. Ich hätte das nie im Leben erwartet. Ich habe tatsächlich einen noch größeren Unterschied gespürt bei einem Torwart-Profiling als bei einem Feldspieler-Profiling. Es war so krass. So, wir haben heute 3 Trainings in Füssen und ich werde 3 unterschiedliche Profile nutzen. Ich fange mit dem Superior an und bin sehr gespannt, habe länger kein Superior mehr benutzt. Dann geht es auf Quad und dann geht es auf Ellipse. Ich werde zwar nicht allzu viel filmen können auf dem Eis, ich muss Trainings leiten, aber das ist sowieso nicht so wichtig für euch. Ihr werdet keinen Unterschied sehen, aber ich werde vielleicht eins merken. So, zurück aus Füssen. Eigentlich ist das Training eine Woche her. Wir hatten ein kleines bisschen Chaos zwischen einer von den Trainings und ich könnte nicht alle Profile dort ausprobieren. Den Ellipse habe ich heute bei meiner Eiszeit wieder drauf getan. Das Ergebnis für mich ist etwas überraschend, weil den Superior mit seinen Neigungen nach vorne und die Stabilität hinten hat mir tatsächlich am besten gefallen. Hätte ich nicht gedacht, nachdem ich die letzten paar Jahre mit einem Ellipse-Profil spiele. Aber es ist nun mal halt so. Und zeigt uns aber auch, dass mehr Profile nicht unbedingt besser sind, sondern hängt es wirklich vom Spieler zu Spieler ab. Und es ist Geschmackssache, weil ein Quad-Profil mit 4 unterschiedlichen Profile hat mir nicht ganz so gut gefallen wie den Superior. Wobei ich sagen muss, alle Profile sind deutlich besser aus meiner Sicht wie den Standard Out-of-the-Box-Profil. Also aus meiner Sicht lohnt sich das für euch auf jeden Fall mal zu testen und zu schauen. Und ich denke, es wird euer Schlittschuhlaufen ein kleines bisschen helfen. Vielen Dank an dieser Stelle an Home of Hockey in Füssen, Sweep Hockey in Augsburg, ASE Hockey in Radingen für eure Hilfe bei diesem Video. Profiling ist noch ein bisschen im Kommen in Deutschland. Vielleicht nach diesem Video wird es ein bisschen populärer, weil ich denke, jeder soll das mal probieren. Und wenn ihr es mal probiert habt, gebt mir Bescheid in den Kommentaren, was ihr davon hält. Bis dahin wünsche ich euch gutes Training und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.